Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zimmerente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei L.A.Noire, wo wir uns jetzt zu einem Klamottengeschäft begeben, in einem Fall, bei dem wir gerade Rusty und Stephen wieder getroffen haben. Ach, wie schick. Da hatten wir sogar das richtige Auto. Hallo. Well, hello. What can I help you with today? Ich möchte gerne Frauenklamotten. PD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Oha. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Das war jetzt nicht so direkt die Antwort auf meine Frage. Aber ich kauf's dir mal ab. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. It's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Ein bisschen freaky bist du schon. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Okay, das ging schnell. Ich konnte nichts machen, das hat er automatisch selber weggemacht. Naja, okay, gucken wir mal. Wie ging es dir mit dem Opfer? How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Neue wichtige Person. Sie guckt mich sehr ehrlich an, sie guckt nicht weg, sie zögert nicht. Okay, glauben wir ihr mal. Henry is your beau. Tell us about him. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Ja, guck, die ist doch eine nette. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Das ist schon wieder die Wahrheit. Wir haben so oft Lügen und Anzeichen gemacht, dass ich jetzt mich immer wundere, wenn die Leute mir die Wahrheit sagen. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Ärgerlich, aber schon That's richtig all for now, sein. Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Cole ist nicht so der beste Sozialmensch, ne? Da jetzt so einfach, oh, ja, tot, verderben ist tot, also fertig, erledigt. Und so, Mensch. Na gut, und was machen wir jetzt? Wo fahren wir hin? Haben wir noch einen Ort offen? Dr. Stomans Praxis, ja, warum nicht? He wants a 5-star Dude. goddamn wedding.
Na, erzählt ihr euch nichts? So, gedreht. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Oh je. Oh, das ist hier gleich um die Ecke. Gut, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man seine Sachen so beisammen hat, aber das ist eine sehr merkwürdige Zufahrt für einen Arzt. Hier und da und dort und... Oh, das Auto sieht schick aus. Hier und da und dort. Oh, Auto. Auto. L.A.Noire Auto. Ich weiß nicht so ganz, wo ich da jetzt rein muss. Hier? Nee, das kann es ja nicht sein, oder? Aber da ist so eine goldene Tür. Da ist ein Schild. Here, Stoneman, Office 505. 5. Stock. Können wir einen Aufzug nehmen? Gibt es hier schon Aufzüge? Da ist ein Aufzug. Klink. Oh, toll, Aufzugsmusik. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Gehen wir da hinten zum Licht? Wir gehen da hinten zum Licht. Das ist sogar richtig. Gut. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Da. Ich hätte gewartet, aber Roy ja nicht. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Ist doch erstmal eine vernünftige Antwort. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Ja, Ich hätte jetzt theoretisch gerne gesagt, Mensch, nimm diesen Perlenring. Nee, dieses Rezept im Juli 1946. Was haben wir denn im Moment gerade? Ach, ich kann gerade nicht gucken, aber es ist doch deutlich später als 46, es ist doch Anfang der 50er, also ich meine sogar Ende 49, ne? Das heißt, die hat es denn schon relativ lange dann. Dann erzählt er ja Quark. Lügt er? Ach Mensch, hättest du nicht anzweifeln oder Lüge wegnehmen können. Na gut, wir versuchen's. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Nee, aber wir waren bei ihr... Ach guck, jetzt sind ja auch einige Sachen weggestrichen. Ja, dann. Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Ja, nicht ganz gut, der Arzt.
You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Du hast doch gerade selber was anderes gesagt. So? Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Na gut, so richtig weitergebracht hat uns das aber nicht, oder? Warum wird mir jetzt das Telefon angezeigt? Wir gehen erstmal aus dieser Arztpraxis. Die gucken uns alle böse an. Wir werden ein anderes Telefon finden. Ich will nicht mit den ganzen bösen Menschen, die mich böse angucken, reden. Ich habe Angst. Flump. Die Gesichter auf der Tür sind ja geil. The old boy is lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Naja, vielleicht hatte er Angst, also er hat ja dieses Benzedingsbums da verschrieben. Vielleicht hat er einfach nur Angst, dass er, wollen wir dieses Auto hier fahren? Das sieht schick aus. Aber ich wollte erst zum Telefon. Dass er ihr das verschreibt und dass sie sich daran irgendwie selber umbringt und dann wird die Schuld auf ihn geschoben und jetzt ist sie ja wohl irgendwie umgebracht worden und vielleicht ist er nur deswegen so ein bisschen glücklich. Ich weiß es nicht. Turbo Phelps im Anmarsch. Zack. Ich weiß nicht, warum mir das Telefon gezeigt wird, aber es ist bestimmt wichtig. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Messages for me, please. Achso. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Ja, dann. Nehmen wir uns das schicke Auto da um die Ecke und, nicht hier. 2 Häuser weiter. Und dann fahren wir da doch mal hin. Cabrio fahren, bei dem schönen Wetter. Wupp. Wupp, ist bei uns jetzt ja auch aktuell meistens schönes Wetter. Das bringt der August so mit sich. Neues Oldsmobile. Jetzt haben wir tatsächlich, nee, immer noch nicht ganz. Ein Auto fehlt noch, dann haben wir die Hälfte aller Autos gefunden. Na Roy, steig ein, ich habe ein geiles Auto gefunden. Dann erzähl mal. Have you noticed how Croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Hier ist ein Straßenverbrechen. Können wir da hinfahren? Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute, a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the 5th. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Get in there, blend in, wait for our mark. You'll be in a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Gut, dass ich hier gerade zufällig vorbeigefahren bin. I'll wait outside. Keep an eye on the place. Yep. Inkognito gehen. Da ist eine Zeitung. Zack. Ich bin inkognito. Total inkognito. Zeitung lesen ist man immer komplett inkognito. Der sieht ja auch schon richtig gut aus. Give me $1,000 on Cavalcade in the 5th.
Das Geld liegt da auch geil auf dem Platz. Ich glaube, ich sollte den verfolgen, ne? So, verdächtiger Person folgen. Oh, hier ist ja so viel Rauch drin. Ist er das? Ja. Wir müssen nochmal bei Grün über die Ampel. Ist bestimmt gut, wenn wir hier überfahren werden. Dann machen wir bestimmt, fällt das dann gar nicht auf. Wir sind ja seit dem letzten Folge sind wir ja ein Profischleicher. Ah, jetzt bleibt er da an dem Stand stehen. Da müssen wir vielleicht einen Moment warten. Da ist der Baconist. Okay. Nein, Hey, come on. This ain't New York. Ich weiß nicht so ganz, was er damit sagen wollte, aber es war bestimmt wichtig. Oh, der guckt die ganze Zeit, ob er verfolgt wird. Gut, dass ich hier so geschickt mich verstecke. You playing hide and seek, Mac? Ja. Wäre gut, wenn du mich nicht verraten tätest bei dem bösen Mann. Oh, das war jetzt bis jetzt dahin ja ganz einfach. War das alles? Got it, boss. A full G. And she's coming in at 20 to 1. You and I are about to retire. LAPD! You're both under arrest! Das war jetzt irgendwie ein bisschen nicht so klug. Roy, mach mal was. Dann halt nicht. Easy. Easy. Och nö, jetzt haben wir wieder die Scheißkarre. Car 11K calling KGPL. Ambulance required at Sunset and Ivar. Shots fired and suspects are down. We're code 4, but I'll need an ambulance in a corner. Roger that, 11K. All units be advised, the 484 at Sunset and Ivar is code 4. Suspects are down. Ah, doch nicht. Ich will jetzt schon noch irgendwie das eine Auto haben, zumindest die Hälfte aller freischaltbaren Wagen mal gefunden zu haben, ne? Dafür müssten wir jetzt nur... Ach, egal, wir nehmen das geile Auto nochmal. Und fahren jetzt zur Morg. Wir fahren jetzt zur Morg. Also zum Leichenschauhaus. Ja, easy. Ich bin Cole Phelps. Ich fahre so gut Auto, mir kann gar nichts passieren. Siehst du? Siehst du? Immun gegen alles. Easy. Nix passiert. So, und jetzt ja links. Links, sag ich. Achso, hier ist LAPD. Hollywood Zentralklinik. Na dann. Und was wir da drin erleben, würde ich sagen, liebe Leute, ich glaube, da machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und was da drin so passiert und was da drin so wichtig ist, das erfahren wir gemeinsam nächste Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sag ciao, ciao.